Schauen Sie auf den Hund. Oh, ich hätte auch was bemerkt jetzt gerade. Der Kopf ging so hoch, man kennt das, Hundebesitzer kennen das. So, ich bin hier ganz professionell an so ein Stück Totholz dran gebunden. Denn wir sind hier in einer Gegend, hier haben wir zwar schon mal ein Camo-Video gedreht, aber tja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir waren vorhin schon mal los, wollten ein Video drehen, aber dabei haben wir festgestellt, moin erstmal, da waren so viele Mücken unterwegs und da waren auch so viele Zecken und da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen haben wir uns hier was ausgesucht. Wir haben jetzt hier also quasi den dritten Camo-Baum. Ich zeige euch das jetzt. Ihr habt ja schon im Thumbnail gelesen, was kommt, aber so sieht das jetzt hier aus. Ist auch eine sehr schöne idyllische Stelle hier. Vorne ist so ein kleiner See. Das ist eigentlich unsere Gassi-Runde, wo wir jeden Tag sind. Und ja, habe ich mal geguckt, ob das hier klappt. Ball ist stichfrei, haben wir aufgetragen. Und jetzt soll es abgehen. Also, ohne weiteres Rumgelaber stelle ich euch hier die entsprechend bereits angekündigte Jacke vor. Die neue, ihr könnt es hier nochmal drauf erkennen, Kampfjacke Lang KBS-SK. 5 Farb Tarndruck. Das ist natürlich eine gewaltige Änderung für die Bundeswehr. Also wenn ich überlege, was ich damals dienstlich geliefert bekommen habe, 1996, da ging das los mit Steingrau-Oliv und dem totalen Schrott. Und dann wurde das so peu à peu. Wir waren damals HVK, also Hauptverteidigungskräfte. Und dann gab es die KRK, die Krisenreaktionskräfte. Und die waren dann schon in Flecktarn ausgestattet. Und ja, das Flecktarn hat natürlich irgendwie auch jeder von uns so erhofft, ne? Aber dann rennst du da in Steingrau-Oliv rum. Das ist jetzt im Nachhinein betrachtet ganz nett, ja, aber das ist halt so oldschool irgendwie. Man zieht das schon gerne mal an oder ich ziehe das auch mal gerne an für eine UVD-Runde oder irgendwie sowas. Aber ja, ist natürlich leider überhaupt gar nicht mehr up-to-date, in keinster Weise. Und ja, wir nehmen diese Jacke jetzt mal, könnte jetzt einfach mal so ganz grob gesagt den Parker ersetzen. Da haben wir hier natürlich einfach Lichtjahre der Entwicklung drin stecken. Ja, das ist natürlich auch Auslandseinsätzen geschuldet etc. pp. Die Bundeswehr musste sich da bekleidungstechnisch auch anders aufstellen. Und vor uns haben wir dann dieses Ergebnis, was jetzt in die Truppe eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, in welchem Umfang das alles geschieht, aber diese Jacke ist eben original aus der Truppe. Die kann man so auch nicht käuflich erwerben. Ich weiß auch nicht, ob die Bundeswehr da ausgemusterte Jacken irgendwann mal rausgibt. Aber wir schweifen auch vom Thema ab. Wir gucken uns nämlich mal diese Jacke hier an. Und das ist ganz interessant, was man hier alles so aufgefahren hat. Zunächst einmal haben wir hier so einen Fließkragen. Der mutet irgendwie so ein bisschen merkwürdig an, weil man den ja sehr mit dem Winter eigentlich in Verbindung bringt. Und irgendwie hatte ich erst den Eindruck, ja, das ist irgendwie so ein bisschen störendes Element, das Teil. Ob das jetzt wirklich sein muss mit diesem Fließkragen, der ist auch relativ dick. Ja, es gibt natürlich auch Vlies, der trägt weniger auf, der ist etwas dünner. Ich habe die Jacke jetzt nicht auf Herz und Nieren getestet, aber ich hatte sie einen gesamten Drehtag lang an und das auch bei Temperaturen von über 20 Grad. Ich habe ein Funktionsshirt drunter getragen und um das vorwegzunehmen, da kann ich mich nicht drüber beschweren. Das war alles in Ordnung, da hat der Kragen auch nicht irgendwie gestört, dass ich jetzt sage, ich kam mir vor wie ein Eskimo oder so. Das war alles in Ordnung. Wir gehen mal eben, bevor wir auf die Jacke, das Äußere eingehen, gehen wir mal eben auf das Innere ein. Und zwar, sorry, das ist alles hier verklettet. Wir haben innenliegend überhaupt keine Taschen. Und wir sehen hier von innen auch sehr stark dieses Tarnmuster, was außen ja aufgedruckt ist, durchschimmern. Und das liegt daran, dass wir hier einen ganz dünnen Stoff haben. Ich halte euch das mal gegen die Sonne. Da könnt ihr, seht ihr das? Das ist also schon richtig dünnes Gewebe irgendwie. Also ganz interessant, soll dann natürlich auch entsprechend sehr atmungsaktiv sein. Und wie gesagt, ich kann mich da bei den Temperaturen, bei denen ich unterwegs war, kann ich mich über die Performance dieser Jacke nicht beklagen. Ich mache die wieder zu. Das heißt, wir haben hier innen nur noch einmal auch hier den Taillenversteller. Der ist dankenswerterweise mit einem Gummizug ausgestattet und nicht
mit Stoff. Das finde ich schon mal super. Also mit so einem normalen Nylonband oder so. Das ist halt Gummi. Das ist ja dann immer noch ein bisschen elastischer. Und wir haben von innen auch noch hinten liegend den Beaver Tail, so sagen die Engländer das. Man kann es auch Windelfortsatz nennen. Das ist eben das Teil, wenn ihr damit auf dem Boden euch bewegt und wenn ihr nach hinten gleitet, dass diese Jacke sich eben nicht nach oben, also sprich Richtung der Brust nach oben bewegt, sondern an Ort und Stelle bleibt. Mehr gibt es zu dem Innenteil auch nicht zu sagen. Ich habe da auf jeden Fall keine Taschen entdeckt. Wenn auch jemand irgendwas Geheimes da gefunden hat, bitte Meldung an mich. Wir haben hier einen Kragen, Schulterpartie. Auf der Schulterpartie ist jetzt nichts angebracht, weil man diese Dienstgradabzeichen noch heutzutage bei der Bundeswehr gar nicht mehr auf der Schulter trägt. Das kann dann hier aufgebracht werden. Was haben wir noch? Hier vorne, ja, das ist dann die eigentliche Dienstgradschlaufe. Das ist auch sehr stark zum Beispiel bei den Engländern verbreitet. Die haben das ja eigentlich auch nur so. Und hier vorne haben wir noch ein Klett für ein Namensband. Aber ich schweife schon wieder ab vom Thema, weil es gibt so viele Sachen an dieser Jacke, dass man da irgendwie jetzt so gar nicht keine klare Linie findet. Wir fangen einfach mal mit dem Ärmel an. Wir haben hier oben das Hoheitsabzeichen, dann haben wir hier eine Tasche auf dem Ärmel angebracht. Wie gesagt, da ist auch eine Klettfläche drauf. Wir haben dann hier oben Einsteckmöglichkeiten für Stifte etc., was halt noch so in dieser Größenordnung ist. Wir haben hier einen Reißverschluss verschließbar, eben diese Ärmeltasche. Die ist, ja, die ist so groß, das ist okay. Also ne, kriegt man auch schon mal ein Handy rein, wäre jetzt nicht das Thema. Oder auch eine Big Box kippen oder noch mehr. Dann haben wir hier unten an dem Ärmel noch eine Tasche, die halt dann direkt kurz vorm Handgelenk ist. Kann man auch schön als ja, Ärmelbüro letzten Endes verwenden, in Kombination dann mit dem hier oben. Der Abschluss der Jacke, der hat hier eine ganz einfache Lösung gefunden mit Klett. Das finde ich auch immer sehr praktikabel. Und wir haben hier vorne noch so eine Gummischlaufe. Wofür die jetzt genau ist, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Wir haben die auf der anderen Seite auch. Da müsste man dann nochmal den aktiven Soldaten fragen, der irgendwie eine Einweisung in die Jacke bekommen hat. Man kann auf jeden Fall irgendwas dran befestigen. Aber ja, wofür es jetzt genau gedacht ist, ob es auch vielleicht für Handschuhe ist, die man da einhaken kann, ne, dass die einem nicht wegfallen. Alles möglich. Auf der Rückseite der Jacke haben wir hier im Unterarm-Ellbogenbereich nochmal eine Cordura-Verstärkung. Ebenso kann man das Ganze hier mit Reißverschluss öffnen und dann noch einen Schaumstoff zum Beispiel dort einbringen. Macht alles einen sehr guten Eindruck. Wir gehen mal an die Unterseite des Ärmels. Da haben wir was, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Da hat sich einer auch was ausgedacht. Und zwar kann man den Ärmel zum Belüften einmal ja, von oben nach hinten öffnen. Ich habe euch das auch mal aufgemacht an diesem Ärmel, um das mal zu zeigen. Also so. Und man kann auch dann nochmal den Bereich des Oberarms, ja fast bis hin zum Unterarm, kann man das auch nochmal öffnen. Das Ganze hat hier eine Einlage drin, so eine Vektorenschutzeinlage. Die ist, ja, ich glaube, da gibt es bessere Materialien. Ne? Das ist schon recht eng gewebt, aber das ist, ich hatte die Hose hatte ich an in sehr hohem Gras und da ist das Material auch eingenäht. Das hat schon sehr die Feuchtigkeit gezogen und hielt die auch relativ lange. Also das fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie schnell trocknend war. Da gibt es Besseres, was man da verwenden kann. In den Saber Smogs zum Beispiel. Das Material ist doch bedeutend dünner und macht auch nicht so diesen Baumwolleindruck. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viel Baumwolle hier überhaupt drin ist in der ganzen Geschichte. Ja doch, 48% Baumwolle, 52% Polyester. Aber also für mich macht es auf jeden Fall den Eindruck, dass dieser Einsatz hier, dass das hier Baumwolle ist und nicht Polyester. Ich lasse das mal dahingestellt. Wir gehen mal vorne auf die Jacke. Wir haben hier aufgesetzte Brusttaschen. So, jetzt wird das wieder ein bisschen hakelig. Ich habe das nämlich hier alles nicht so super vorbereitet. Kann man einfach öffnen. Ist mit Klett versehen das Ganze. Und ja, die Tasche selber ist nicht riesig. Also meine Hand
Die geht da gerade so rein. Ich stoße da unten an und wir haben hier kein Riesenvolumen in der Tasche. Was wir noch haben, ist hier so ein Gummifang. So, Handykamera. Ja, so ist ja, entsprechend so ein Gummiband, um noch Sachen da zu sichern. Und wir haben hier an der Seite dann auch noch mal Taschen aufgesetzt, beziehungsweise hinter die aufgesetzten Taschen. Hinter denen haben wir noch mal was angebracht. Das ist dann noch mal getrennt davon. Ist sogar vom Raumgefühl her, würde ich sagen, etwas größer als das hier vorne. Geht aber nicht, und das seht ihr auch, das ist hier oben abgenäht. Bei den Scharfschützen-Smogs und Kampfjacken geht das gerne mal bis hier oben rein. Diese Tasche, die ist also auch wirklich nur so in der Größe, ne, wie man das hier vorne sieht. So, mit Reißverschluss zu verschließen. Alles gut, rechte Seite ist genau dasselbe. Und dann kommen wir mal zu der Tasche hier unten. Die ist recht geräumig. Da haben wir hier diese typische Blasebalg-Tasche, glaube ich. Warte mal, hier ist noch ein Viech. Wollte ich nicht töten. Hier passt eine Menge Zeug rein. Könnte auch sein, dass man da 2 Dosen Faxe reinkriegt. Ist durchaus denkbar. Zu verschließen mit einem Knopf. Und den haben wir hier vorne, ne, auch abgedeckt. Und das macht alles auch einen sehr wertigen Eindruck, das Ganze. Die Tasche selber, wir gucken es mal eben von unten an. Da ist noch mal ein anderes Material eingesetzt. Das fühlt sich auch eher an wie so ein Cordura-Material, und Wasserablauf haben wir da auch dran. Und dann haben wir hier an der Seite auch noch einen Reißverschluss. Ich mache euch den mal eben einmal auf, womit ich dann die Tasche eben entsprechend auch von der Seite aus bedienen kann. So, können wir wieder zumachen. Dann haben wir hier auch dieses Fanggummi haben wir da auch drin. Und wir haben hier vorne noch, ja, ist alles ein bisschen wackelig. Wir haben hier auch noch so eine ganz kleine Tasche. Ich vermag euch auch nicht zu sagen, wofür die ist. Da kann auch gerne mal jemand aus der Truppe was zu erzählen. Es gibt hier auch noch entsprechende, ich meine das hier, dieses hier zum Beispiel, oberhalb der Tasche. Das heißt noch eine kleine Durchführung, seht ihr da. Das ist, glaube ich, auch irgendwie, ja, Kabeldurchführung, denke ich, für irgendwelche Funkgeräte oder was. Oder auch wegen mir ein Trinkschlauch, wobei, was der da unten jetzt soll, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, ich kenne mich mit der modernen Ausrüstung der Bundeswehr ja auch nicht aus. Ich bin 2001 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und habe mich danach auch nicht wirklich dafür interessiert. Und das muss ich dann auch ganz ehrlich zugeben. So ein Nerd bin ich da nicht. Der rechte Ärmel ist genauso aufgebaut wie der linke. Da brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen. Wir gehen eben hier an die mittleren Taschen oder sagen wir mal an die hinteren Seitentaschen. Diese Art der Tasche mit diesem Fastex-Verschluss, nenne ich es jetzt mal, ist bekannt auch von den Smogs, ob das jetzt die Firma Scharrer ist. Ach ja, das ist genau, ist ein von Firma Nexus. Ob das jetzt die Firma Scharrer ist, ob das Saber ist oder auch Watana, die haben alle diese Taschen angebracht. Sind für Magazine originalerweise da, werden aber auch Feldflaschen reingetan, je nachdem, wie man das eben benötigt. So, ich filme euch da noch mal eben rein. Wir haben hier auch Gummischlaufen drin, die könnt ihr jetzt ganz gut erkennen. Da kann man irgendwas natürlich reinstecken, auch irgendwas mit fixieren und so weiter. Die ganz genaue Bewandtnis dazu kenne ich eben auch nicht, aber das Material ist da vorhanden und findet mit Sicherheit auch seine Verwendung. Ja, das Ganze kann man dann eben hier mit dem Verschluss verschließen. Wir haben hier noch eine Klettfläche aufgebracht, vielleicht auch noch mal für Hinweise, was hier drin transportiert wird, zum Beispiel. Und hier oben kann man den Rand hier der Tasche natürlich dann auch noch mal mit einem entsprechenden Gummikordelsystem nach oben hin einfach verjüngen, beziehungsweise dadurch Dinge, die in der Tasche sind, besser fixieren, wie zum Beispiel eine Feldflasche. Das legt sich dann hier schön um den Feldflaschenhals drum herum. Das zu der Tasche. Und jetzt können wir das ganze Gerät nochmal umdrehen. Schauen wir uns das mal eben von hinten an. Da fällt uns erstmal am Kragen auf, dass wir hier auch so einen Gummizug eingebaut haben. Also sprich, den Kragen kann man dann, wenn man den vor allen Dingen hochgestellt hat für den Winter, kann man den schön
fixieren, dass der auch da bleibt. Wenn es also dann wirklich kalt ist, ist das natürlich auch eine gute Sache. Sonst haben wir hier auf dem Rücken nichts, der ist schlicht gehalten. Bei vielen der anderen Kampfjacken, die es ja früher so gab, hatte man hier noch so Schlaufen dran für Tarnmaterial. Eine Kapuze ist hier nicht für vorgesehen, die gibt es nicht. Da streiten sich ja auch die Geister. Gibt ja auch Leute, man braucht keine Kapuze im Feld. Ja, ich sage immer so, besser haben als brauchen. Und so viel wiegt die auch nicht. Kapuzen sind nie verkehrt. Ich habe immer ganz gerne mal eine Kapuze da dran. Vor allen Dingen, wenn man die nachher zusammenrollen kann und dann irgendwo hier so verstauen kann. Hat die Jacke eben nicht. So, müssen wir einfach so hinnehmen. Dann haben wir hier hinten noch die große Hasentasche, wird es ja auch gerne genannt. Mit 3 Knöpfen auch zu verschließen. Interessant ist, wir haben einmal einmal hier die Knopfaufnahme, die haben wir einmal nach unten hin, dann haben wir die einmal längs und einmal wieder nach unten hin. Warum das so ist, keine Ahnung, ist aber so. Ich lasse das jetzt einfach mal, ich will es auf jeden Fall eben anmerken, dass es so ist. Und dann haben wir hier innen drin nochmal eine Reißverschlussführung. Und das ist dem Umstand geschuldet. Und das finde ich auch gut. Dann hat man nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, dass ich das hier halt ändern kann, wie ich möchte. Also ich kann hier einen Raum einziehen. Ne? Ich kann das also zumachen und habe die Tasche dann hier in der Mitte getrennt. Oder ich kann es halt, wenn ich größere Sachen drin befördern möchte, einfach öffnen. Das ist ja zum Beispiel auch bei den Scharfschützen-Smogs eigentlich immer der Fall, dass die 2 große Taschen hinten auf dem Rücken haben. Und das finde ich persönlich ein bisschen unflexibel. Ich habe das dann doch gerne, wenn man hier hinten auch, sage ich mal, ein Poncho irgendwas einbringen kann, was einfach nicht in eine Tasche reinpasst. Von daher finde ich das eine tolle Lösung. Gibt es bei anderen Armeen auch. Wir haben hier an der Seite auch noch einen Reißverschluss für Zugriff und an der Seite ebenfalls. Also die Tasche hier ist wirklich sehr durchdacht, die Konstruktion, finde ich. Das kann man gut gebrauchen. Was ich bei der Tasche hier vergessen hatte zu erwähnen, ist, wir haben hier unten das auch noch mal abgesetzt mit so einem Cordura-Material. Natürlich ist hier auch eine Ablauföse noch drin, wie ihr sehen könnt. Und genau, hier haben wir das nicht. Aber von unten sind alle Taschen auch hier aus diesem Polyester-Cordura-Material. However, und an der Seite auch, wo die Reißverschlüsse sich befinden. Also das ist eine sehr wertig gearbeitete Geschichte, sehr multifunktional. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich hatte sie, wie gesagt, einmal in Gebrauch, Kamerad Spinne, einmal in Gebrauch bei warmen Temperaturen. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Ich habe auch beide Belüftungen benutzt, einmal die Unterarmbelüftung, also die Achselbelüftung, und einmal hier die Belüftung, die direkt am Arm ist. Das war eine gute Sache. Ja. Ich habe dazu auch noch die entsprechende Hose. Die werde ich jetzt hier direkt im Anschluss verfilmen, aber die hänge ich nicht noch an dieses Video dran, weil sonst wird es zu lang. Das kommt also in einem zweiten Teil. Ich hoffe, die Vorstellung der Bundeswehr Kampfjacke Lang, in diesem Fall Hersteller Hexonia, hat euch gefallen. Und wie gesagt, wer dazu noch ein bisschen was weiß, sagen kann, wozu die eine oder andere Funktion oder Aufnahme da ist, bitte damit in die Kommentare rein. Ich freue mich da sehr drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn das heißt, wir schauen Dexter am Kleiderbaum. Ciao, Kakao.